Ich kann's gar nicht glauben, dass alleine Wasser trinken die Haut so jung hält wie meine. Und hätte ich einen Sekt bestellt, hätte der Kellner sicher eh nach meinem Ausweis gefragt. Wie alt schätzt du mich denn? Keine Ahnung, 30? Ich bin 18! Warum haben queere Männer so ein Problem mit dem Älterwerden? Ist das so? Ich würde sagen, ja. Warum? Gut, dass du fragst. Ich habe euch ja in meinem Gay-Club-Video erzählt, dass die Serie Queer as Folk meine schwule Erziehung übernommen hat. Falls also noch jemand fragt, warum der so verkorkst ist, da habt ihr die Antwort. Als Brian 30 wurde, haben seine Freunde ihm einen Grabsteinkuchen geschenkt und ihm eine Trauerfeier geschmissen. Und weil ich eine krankhafte Queer as Folk-Fixierung habe, musste mein Geburtstag genauso aussehen. Papa, holst du den Sarg vom Filmdekoladen ab? Okay. Das ist gar nicht witzig, hast du? Ich bin sogar Jahre mit Brians Muschelarmband rumgerannt, weil er der Alpha-Gay der Serie war, den jeder wollte. Und ich das cool fand. Keine Sorge, es ist genug von mir für alle da. Wer glaubt der eigentlich, wer er ist? Mickey Mick mit dem Muschelband. Brian schien unerreichbar, solange er unter 30 war. Aber seine Altersangst habe ich mir nicht abgeguckt. Ich meine, da bin ich echt gechillt. Da ist ein graues Haar. Aber ich beobachte das richtig oft. Nicht bei mir, aber bei anderen schwulen Freunden und Bekannten. Dass die super jung mit Schönheits-OPs und Verjüngungsmaßnahmen anfangen. Junge, hör auf zu lachen. Du kriegst Falten. Ich bin 18. Dann sollten diese Anti-Aging-Cremes reichen. Jedenfalls bis nächstes Jahr. Dann wird Zeit für die erste Injektion. Was? Und du glaubst, das ist bei Heteros anders? Du hast wohl noch nie How I Met Your Mother gesehen. Ich habe eine neue Frau kennengelernt. Hoffentlich ist sie nicht alt und fett. Ich hasse alte Fette. Ich auch. Fette und alte... Weißt du noch, als wir zusammen waren und du alt aussahst? Oh Gott, und du fett? Igitt. Leute, sie ist weder alt noch fett. Nur hässlich. Eine glatte 2. Dann passt sie ja zu Ted. Oh. Nichts capturet den toxisch-oberflächlichen Zeitgeist der 0er bis 10er Jahre wie TV-Shows. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied gibt zwischen schwulem Jugendwahn und dem von Hetero-Frauen und Männern. Okay. Schieß los! Während Frauen dem Schönheitsideal von jungen, schlanken Mädchen nachrennen, das Männer in Hollywood und in Führungspositionen über Jahrzehnte etabliert haben. Die sieht lustig aus. Und wer spielt die Love Interest? Das ist die Love Interest. Nein, ist sie nicht. Klammern sich Schwule an eine Jugend, die ihnen von der Gesellschaft geraubt wurde. Darum wollen sie die nicht loslassen. Überleg doch mal. Kein Abschlussball-Date. Generell kein offenes Dating. Kein lockeres Ausprobieren und Bonden mit anderen Jungs über dieselben Erfahrungen. Ein ewiges Versteckspiel. Bis man raus ist aus der Schule und fast erwachsen. Und jetzt erst mit Eintritt in die Gay-Szene das anfängt, was andere ihre ganze Schulzeit über schon ausleben konnten. Das klingt deprimierend. Aber das ist doch nicht mehr so. Hast du nicht Heartstopper geguckt? Cute Romance gibt's jetzt auch für Gays. Ja, jetzt, aber auch nicht überall. Und obwohl die Serie cute, romantisch und schön ist, hat sie mich melancholisch sad gemacht. Dieses Gefühl, das alles nicht selbst gehabt zu haben, weil die Zeit eine andere war. Was wäre, wenn? Das ist ein Gefühl von einer verlorenen Jugend. Aber bei Heartstopper gibt's doch auch diese Frettchenfresse von einem Bully. Ja schon, aber keiner nimmt sich das Leben, wird zusammengeschlagen oder misshandelt. Und die Messlatte ist echt niedrig, wenn die Abwesenheit von Tod und körperlicher Gewalt schon reicht, um die wholesomeste Gay-Geschichte ever zu sein. Du sagst es. Diese Bittersüße, wenn wir auf unsere verpassten Chancen schauen, gepaart mit dem Gesellschaftsdruck des Alterns, der für alle gilt, ob hetero oder queer, triggert bei vielen, glaube ich, so ein Peter-Pan-Syndrom. Und für ihre Steuererklärung setzen Sie hier Ihr Kürzel. Sie sind doch volljährig. Was? Nein, ich bin noch nicht so weit. Wir werden nie erwachsen, Wendy. Wir haben einfach noch so viel mehr nachzuholen, bevor jemand kommt und sagt, jetzt bist du erwachsen. Aber was heißt das schon? Hä? Na, wer sagt denn, jetzt bist du erwachsen und darfst bestimmte Dinge nicht mehr machen? Na, die Gesellschaft. Und ich glaube, diese ganzen Anti-Aging-Maßnahmen, Eingriffe und OPs sind ein Versuch, sich dem zu entziehen. Wenn man alt ist, soll man langweilige Klamotten tragen und das Skateboard wegpacken, das Cap absetzen und seriös wirken. Und nicht mal mehr in der Öffentlichkeit Disney-Lieder aus voller Kehle singen. Let it go, let it go. Tu mal nicht so. Du bist ein Introvert. Du machst sowas eh nicht. Nicht mehr, aber auch weil ich denke, was denken die anderen? Weißt du was?
Scheiß auf die anderen. Jeder altert in seinem Tempo. Genau. Und soll ich dir was verraten? Erwachsensein gibt es gar nicht. Denn das würde ja heißen, man ist irgendwann fertig. Darum wacht man doch nicht einfach eines Tages auf und ist erwachsen. Du hast recht. Wir wachsen unser Leben lang weiter an Wissen und Erfahrung. Und dafür gibt's nun mal keine One-Fits-All-Lösung. Ich zum Beispiel leite ein eigenes Animationsstudio, führe Verhandlungen über Großprojekte, mach echt Big-Boy-Business, aber bin trotzdem oft immer noch ein Kind, wenn es um Games oder Filme geht. Ich mit meinen Freunden blöde oder wir im Animationsstudio bei uns unsere 5 Minuten haben. Kein Wunder, dass ihr Tube Clash 4 nicht fertig bekommt. Hey, wie seht ihr das? Findet ihr, man muss irgendwann kindliches Benehmen ablegen oder sich für immer gegen die Erwartung der Gesellschaft wehren? Wie handelt ihr das mit dem Älterwerden? Habt ihr Angst davor? Ab damit in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Thanks da. Ich habe mit meinem Boyfriend auch einen Podcast zu dem Thema gemacht, also schaut mal in die Videobeschreibung. Und bis dann, Chihuahua!